damit begrüße ich jetzt auch die Leute auf YouTube dazu. Wir laden das Spiel Mr. Winklebottom Investigates. Wir erinnern uns alle, wir haben letztes Mal das eine Schiff seetauglich gemacht. Denn wir wollen auf die Insel. Ein Sturm bricht an und unser guter alter Freund wurde wohl ermordet. Ich weiß gar nicht, Lord Winklebottom weiß noch nicht, dass der ermordet wurde, ne? Nein, wenn wir Lord Winklebottom sind, wird es ein bisschen schwer. Oder was meinst du? Nein, jetzt? unser Freund, der da drüben ist, das auf der Insel. Axolotl. Das Axolotl, genau. Wir haben doch hier Notizen. Admiral Aristotle Gilfrey hat eine mysteriöse Einladung geschickt und lebt auf einer abgelegenen Insel. Und wir haben schon gesehen, dass da Leute geschrien haben, besonders eine Ziegenhaushälterin. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Insel und Sally Walters bringt uns in diesem sicheren Boot rüber. Nicht etwa der Flying Dachshund? Nein, wir gehen mit Sally Walters. Come on then, spit it out. Ich habe auch versprochen, ich lasse die Sachen jetzt etwas länger oder fasse sie kurz zusammen, damit ich die nicht so schnell wieder wegdrücke. Aber ich glaube, Der Liebste wird sich. das schafft ihr. Shall we set sail for the island then? Ja, wir wollen die Segel zur Insel Aye, setzen. that we will. All me permits are in order, so all aboard for the Isle of Gäste. Ja, das machen wir. Genehmigungen sind alle in Ordnung und wir fahren los. Ich überlege immer noch, woher ich die Stimme von Lord Winklebottom kenne. Wir haben es leider nicht rausgefunden. Und schreibt wieder Ohrwürmer in den Chat. Ach, das ist in Ordnung. Aber die Animation finde ich grandios. Der gute Lord Winklebottom. Akt 1. Der Fall des verstorbenen Axolotl. Wunderschöne Tiere, by the way. Ja, mag ich auch. Ja, Tausi, solange der Rothund keine Möglichkeit hat, die Ohrwürmer zu trällern, geht's. Wobei er gar nicht schlecht singt. Okay, das ist Beryl. Made it at last. Madam, would you be so kind as to let your master know? Ja, wenn er noch lebt. Also, wir haben es geschafft. Und wir hoffen, sie ist so freundlich, ihrem Herrn etwas mitzuteilen, aber ich glaube, wir werden unterbrochen. Oh, sir, it's terrible. A tragedy. The master. He's dead. Oh. Ja. Der Titel hat es vermuten lassen. Der Meister ist tot. I say what? It's true, sir. Oh, the poor master. I found him, sir, just floating there in his tube. Stiff as a board he was. Oh, it was horrible. Okay. Da muss ich jetzt aber auch sagen... Habe ich dir eigentlich eine Präsentation gegeben? Funktioniert die Präsentation auch? Ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich die Präsentation richtig eingestellt? Ja, habe ich. Weil die Frame Drops mich etwas stören. Also bei mir läuft alles. Ja, Wenn du den Discord meinst, also da ja, läuft alles. sollte auch. Na gut. Ja, ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass er eigentlich in die Röhre gestopft wurde und nicht, dass die Röhre irgendwie zu ihm gehört. Naja, es ist ein Axolotl. Ja, das stimmt Außerhalb auch ist ein Lurch. Nicht ganz, aber ja. Dead, Mulch but this oder wie doesn't man make any es nennen sense. will, He was aber ja. in the prime of his life. The fellow was as strong as an ox. Ja, also deswegen... Der ist ja ungefähr so alt wie Lord Winklebottom. Die waren ja zusammen auf der Schule. Also nehme ich mal an, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sonst wären wir ja auch nicht hier, um den Mord aufzuklären. Very tiny ox anyway. I say, old chap, I am sorry. Ja, ein kleiner Ochs.
So stark wie ein kleiner Ochse. Ist halt ein Axolotl. Die sind nicht so groß. We should take a look just to be certain. Madam, Dr. Frumple here will want to examine the poor fellow. Stimmt, Frumple ist ja Medizindoktor. Der kann ja den Totenschein ausstellen. Der kann sich das ja mal angucken. And if there's even a hint of foul play, you can be certain that Lord Winklebottom will get to the bottom of it. Ich glaube, mit seinem langen Hals kommt Lord Winklebottom auf den Boden von allem. Und mit seiner Zunge schafft er es sogar bei so Stapelchips bis an den untersten zu kommen. Auch ohne Hände. Oh, my lord, thank God you're here. Tell me, who else is in the house? Da war ich etwas zu schnell. Was war? Ja, also... sie ist... Ich weiß es nicht genau, aber sie ist auf jeden Fall froh, dass wir hier sind. Okay. Und ja, wer ist noch im Haus? Well, my lord, there's the staff. That's myself and Ambrose, the butler. The gong over there should summon him. Also Pumphrey, the gardener. Though he's been moping around outside of late. Miserable old sod he is. Oh, sorry, my lord. Ja, Hutz, genau dieses blöde Meme hatte ich in dem Moment auch im Kopf, wo der Wolf das ansprach. Ja, also... Kann das mal einer mitschreiben? Das... Du meinst Ambrose, der Butler und Pumphrey, der Gärtner? Und... Ja, Es sind nur zwei. es sind nur zwei, tatsächlich. Und sie sind drei. Ja, sie sagt ja, das bin ich und. Ja, ja. Personal sind sie und der Butler Ambrose. Und dann ist Pumphrey der Gärtner. Richtig. Und mit dem Gong können wir den Butler Ambrose herbeirufen. Das sind nicht viele Leute. Nein, Hutz, gerade weil es ein englisches Detektivspiel ist, wird es nicht der Gärtner gewesen sein. Ah, wir werden sehen. Also der Butler oder der Gärtner. Mehr Auswahl haben wir nicht, außer sie. Ja. Aber wenn jetzt sie als Haushälterin eine Ziege ist, was ist dann der Gärtner? Vielleicht ein Schaf. Oder eine Ich Kuh. erwarte eher einen Vogel, ehrlich gesagt. Ich erwarte einen Vogel. Wir werden es sehen. Anybody else? Ja, das ist die Frage. Sonst noch jemand, weil es sind sehr wenig Leute. Oh, yes, my lord. There are a great many guests here today. The master had a big announcement to make, he said. Verdammt, es sind doch noch viele Gäste. Okay, Personal ist leider nicht alles, was hier ist. Right, Frumple, we should have a look at poor Gilfrey, then introduce ourselves to the other guests. Thank you, Also madam. doch You've been Lady most Rosa mit helpful. dem Kerzenleuchter in der Bibliothek. Könnte passieren. Es kann aber wer sein, der sich spontan dazusetzt und sagt, ich war schon immer hier, ja? Das hatten wir bei einer Denksportaufgabe. Hatten wir das. Wo man auch den Mörder aus dem Personal finden sollte und es gab einen, der einfach keinen Job hatte. Der war einfach da. Und der war der Mörder. Ah, nicht schlecht. Ah, nicht schlecht. Sehr schön. Ich meine, klar. Wer soll es sonst gewesen sein, wenn in der Berufsbeschreibung Mörder steht? So, ja. Wir stellen uns jetzt auf jeden Fall den Gästen vor, nachdem wir mal einen Blick auf den armen Gilfrey geworfen haben. You're welcome, my lord. Have you any luggage with you? I can have Ambrose take it upstairs for you. Haben wir Gepäck? Glaube nicht. Also, mal rein so zum Denken. Ein rosa-roter Flamingo mit dem Korkenzieher im Billardzimmer. Okay. Wenn wir jetzt wirklich einen Flamingo haben, lach ich mich freck. Die Version von Cluedo brauche ich auch noch. Oh ja, unbedingt. Ja, das, was du geklaut hast. Das Gepäck, das ich geklaut habe. Ja, stimmt. Die Sachen haben wir theoretisch. Aber ansonsten, ich meine, Rumple hat ja schon gemeint, er möchte nicht wissen, wo wir die ganzen Sachen hernehmen. Lalalala.
Alas, no, we lost most of our possessions on the journey over here. Our means of conveyance turned out to be a touch unstable. Gut, wir haben alles verloren auf dem Weg hierher. Das passt. Das meiste, nicht alles. Das meiste. Ja, seine Pfeife, sein Monokel und seinen Hut hat er noch. Und Frumple hat noch seine Teetasse. Ich find's jedes Mal so niedlich, wie die Öhrchen von ihm wackeln. Ja, So cute. das ist toll. It was all I could do to keep hold of me tea. Ah, er konnte mit Mühe seinen Tee festhalten. Ein wahrer Engländer halt, ne? Ja. Oh, Herrlich. Konstanze. Wir haben eine Konstanze. Ich bin zufriedengestellt. mit Inhalt sogar, ja. Muss ja. A bust of the great composer, Beethoven. Ach, das ist ja auch ein Hund namens Beethoven. Okay. Habe ich nicht kommen sehen. Ah, finde ich toll. Not just a great composer, but an excellent at tricks too, you know. I hear he was an expert at rolling over. Ja, er war ein Experte darin, sich zu rollen. Sehr schön. Oh, Jesus. Okay, gut. Gut, wen haben wir hier drüben? A bust of the great Caesar. Gilfrey was most interested in ancient history. Ach, das ist Caesar. Ja, es gab bestimmt mal einen Affen mit Namen Caesar. War das nicht der erste aus Planet der Affen? Nein, der Affen, Ah, sehr schön. Good grief, look at his eyes. They look even more soulless than the real thing. Stimmt, er hatte ja was gegen Affen, glaube ich. What is it with you and primates, Frumple? Ja. Also die Frage, was hat er mit Affen? Hier, wir haben ein Telefon. Ein Vulkangemälde. Another fine piece of artwork from Gilfrey's collection. Another fine piece of artwork from Gilfrey's collection. Okay. Kennen wir? So, der Elch. I say, Winklebottom, that fella must have been going like a bomb when you ran into that wall, what? Ja, der muss durch die Wand geschlagen sein wie eine Bombe, als er gegen die Wand gerannt ist. Eine Minute des I think I've heard that one Spielschweiß. before, and it's not in very good taste. Ja, nicht sehr geschmackvoll. Und dort Winklebottom war den Witz nicht los, ich mochte ihn. I suppose when you think about it, it is quite an odd tradition. A little morbid, in fact. Look, the poor fellow even has some of his clothing still on him. Ja, seltsame Tradition, sehr morbide. Er hat sogar noch seine Kleidung an. Zumindest teilweise. This chap is beyond even your skills, I fear. Let's leave him be. Ja, nicht mal Frumple kann sich noch um den kümmern. Ich glaube, für den ist ein bisschen zu spät. This is a portrait of Gilfrey's late wife, Ethelberta. She died tragically young a few years ago. Ethelberta, okay. Die verstorbene Frau. Vor ein paar Jahren auf tragische Weise How did gestorben. she die, anyway? It was a terrible incident involving an airship. Sie ist gestorben in einem Unfall mit einem Luftschiff. Warum habe ich das Gefühl, dass sie nicht drin saß? Ich glaube, sie ist damit kollidiert. I say, crashed with her on board. Ja, ist es mit ihr an Bord abgestürzt? Ich glaube, No, nein. she flew too close to the propellers and, well, you can imagine the rest. Ich wusste es. Sie ist zu nah an den Propellern vorbeigeflogen und den Rest kann man sich vorstellen. Oh, grisly way to go. Ja, eine grausame Art zu sterben. Ist das seine aktuelle Frau? A painting of Gilfrey's only daughter, Constance. Hatte seine Tochter. Ist auch eine Ente. Interessant. Seine einzige Tochter, Constance. Ah, wir haben neue Einträge gekriegt. Ah. Constance Gilfrey. Die Tochter. Ambrose ist ein Faultier. Ist Lumi noch da? Oder? Okay. Ja, ja. Ich musste das jetzt gerade erstmal schlucken. Tot in einem Rohr gefunden. Haben wir noch hinzugefügt. Okay, ich finde es aber gut, dass er so viele Notizen macht. Ah, a portrait of the great fellow himself.
Distinguished looking chap, eh, Winklebottom? Sieht sehr vornehm aus, der Herr. Wie hat sie den Ohrring festgemacht? Heißkleber. Bin ich mir sicher. Deswegen hat er die Tür nicht aufgemacht. Ja, der braucht noch. Der kommt in 3 Stunden bei der Tür an. Lass dem armen Mann Zeit. So, wir haben den Speisesaal, die Küche, den Salon. Ich möchte nochmal mit ihr reden. Perhaps we could discuss the other people who are here. Ja. Lasst uns mal über die anderen Leute reden. Who else is on the staff here? Other than Ambrose, there's just Pumphrey, the gardener. Such a shame to see the house so low on staff. Oh, my lord, you should have seen the place where my mistress was still alive. Okay. Als die Ente gelebt hat, war hier noch mehr Personal drin. Used to be more of you, eh? Oh, yes, sir. It's really just a skeleton staff now. The master was away so much on his travels. More so since the mistress passed away. He doesn't need a full staff these days, I'm afraid. Ja, okay, der Meister war so viel auf Reisen, dass er gar nicht mehr das volle Personal gebraucht haben. Sehr schade. Okay, was mit den Gästen? What can you tell me about the guests here? I don't know any of them well. It's the first time we've had guests since the mistress died. God rest her soul. You're the last to arrive, so you'll find them all around the house. Okay. Es ist das erste Mal, dass Gäste da sind und er stirbt. Das wirkt mir irgendwie sehr verdächtig. Thank you very much. Do you know why we've all been invited here? Würde mich wirklich interessieren. Warum wurden wir überhaupt eingeladen? Oh, I'm sorry, my lord. I don't. The master was being most mysterious about it. Something to do with his research, I'd fancy, but it's all beyond me. Aha, mit seiner Forschung. Interessant. That'll be all for now, madam. Sehr interessant. Und mein Telefon? It would be prudent to alert someone on the mainland to the death. Hello? Operator? Es sieht so grandios aus. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das so toll findet, aber Lord Winklebottom einfach mit dem Hörer. Ich find's toll. Es war ratsam, jemanden auf dem Festland über den Tod zu informieren, ja? Und erreichen wir jemanden? Ah yes, hello. I wonder if you'd be so kind as to connect me to Scotland Yard. Inspector Culver's office, if you please. Yes, thank you. Ah, wir werden direkt mit Scotland Yard verbunden. Mit Inspektor Culver, sehr schön. Aber wenn du die Nummer kennst. Ja? What the devil, the lights have gone out. Aber warum? Hätten die nicht einfach nur das Telefonkabel kappen können? Nee, das ist deine Aufgabe, das Licht wieder anzuschalten. Ich gehe nicht allein in den Keller. What on earth was all that about? I'm not sure. I say, the telephone line has gone dead. And look at this. Das Telefon ist tot Crikey, that's a und... bit of a mess. What could have done this? Ja, und im Dunkeln hat sich irgendwer rangeschlichen und hat das Kabel durchgeschnitten. Blöd, dass Lord Winklebottom so weit weg vom Boden ist. Da konnte er einen kriechenden Verbrecher nicht sehen. Geht mich mehr interessieren, wie das Telefon bis zu ihm hochgereicht hat. Ja, das Kabel ist ein bisschen kurz, ne? Wahrscheinlich hat er das abgerissen. Das Kabel geht noch nicht mal bis zum Stecker runter. Das lässt er das runterlegt. Well, one thing's for sure, we're not going to be able to contact the Wahrscheinlich mainland hat er until es we can get this hingelegt und repaired. hat sich runtergebeugt. Kann natürlich Viel sein. interessanter ist, wie hat er die Wählscheibe betätigt? So. Mit der Zunge. Das kann Okay, sein. das Problem hätten wir auch gelöst. In Ordnung. Telefon kann nicht mehr benutzt werden, bis wir das Telefon repariert haben. This wire has been severed cleanly too, by the looks of it. wo liegt. Das sieht nicht so sauber durchtrennt aus, aber okay. Bit suspect if you ask me. Hätten wir nur, Can we repair it? Isolierklebeband. Ja. Maybe if we can find some replacement wire to bridge the gap. Okay, wir brauchen Ersatzband. Ersatzkabel. Ein wunderschönes Kopfkino. Ja, wie
Mr. Winklebottom, Lord Winklebottom, Entschuldigung, Lord, das Telefon mit seiner Zunge bedient. Ja. Jetzt die Frage, wollen wir mit dem Ambrose reden? Wollen wir in den Speisesaal, zur Küche, zu den Dienstquartieren oder zum Salon? Das in Also der ich will immer in die Reihenfolge. Küche. Du hast doch gerade erst gegessen. Warum? Na gut. Aber im Moment ist der Speisesaal, nicht die Küche. Ach, hier ist Cornelia, Madame Lavinia. Okay, wir können auch wieder zurück. Hier ist die Küche. Die ist leer. Da müssen wir mit weniger Leuten reden. Oh, ich kann an die Kochplatte fassen. Right Gute then, Idee. let's turn this thing on. Wir schalten es einfach mal ein. I say, Frumple, do you know how to work one of these things? Not a clue. Okay, keiner hat eine Ahnung, wie man das Ding überhaupt bedient. At least we know we can make more tea if we need to. Oh, that's a relief. I feel like I've been nursing this cup for hours now. Though I'll make it next time and put the milk in first like you meant to. Er nimmt es uns immer noch übel. Also wir können immer den Tee nachmachen und er hat das Gefühl, er trinkt diese Stunde Tee schon seit Stunden. Diese Tasse Tee schon seit Stunden. Und nächstes Mal macht er es selbst und füllt die Milch zuerst ein, so wie sich das gehört. Ja, dann muss man halt auch nicht umrühren. I suppose you have to light these to heat up the cooker. Splendid deduction as always, Winklebottom. Okay, wir müssen die Kohle anzünden, damit wir hier ein bisschen Feuer kriegen, um uns Tee Das zu machen. klang leicht sarkastisch, gell? Ja, Großartige Schlussfolgerung wie immer. ja. Ich kann sie nicht dazu bringen, sich spontan zu entzünden. Warum nicht? When I was in the Calf Scouts, we'd make fires by rubbing twigs together. Hast du Zweige dabei? I see, and do you have any twigs handy? Siehst du? Lord Winklebottom stellt die richtigen Fragen. You don't have to poo-poo all my ideas, you know? Ah, doch, wir müssen alle Ideen schlecht machen. Klar. Obst. Ich will A Obst. bowl of fruit. You know what they say, Frumple, an apple a day keeps the doctor away. Well, doesn't seem to have worked, does it? Ich kenn noch andere Sprüche, die mit Äpfeln zu tun haben. Ah, aber das passt so schön. Apple a day keeps the doctor away und der Doktor sagt, hat nicht funktioniert. Ja. Hat ja It's nicht mal surprising funktioniert, how ihm often a den good sharp Käfer knife comes in schicken. handy during an investigation. Ja, ein Messer ist immer nützlich. Oh, steckt da ein. Sehr schön. Wir haben jetzt ein Messer. Einen Schrank. Und ich kann tatsächlich... kann noch an den Kopf ran. Frumple, you're the Alles food klar. expert. Do you think we should take this with us? Rumpel ist der Lebensmittelexperte. Interessant. As you wish, but don't expect me to know what to do with it. I'm rather more interested in the end result than the process, you know? Kenn ich Frumpel. Ich bin auch beim Kochen mehr am Endprodukt interessiert als am Prozess. Kenn ich gut. Was haben wir Just da? some odds and ends, nothing useful. Okay, nur Kleinigkeiten. Kann ich das an jeder Tür machen? Nothing of interest in here. Okay. Gehen wir einfach mal alle Klappen durch. Die Schubladen kann ich nicht benutzen. Oh, there are some matches in this box. I'll take these, or rather this. There only seems to be one match left. Noch ein Streichholz drin. Das ist schlecht. Wie immer. Just some crockery. Oh, Geschirr. Gut. Wir könnten jetzt anzünden, aber ich möchte lieber in den Kühlschrank gucken. Oh my god. Frumple, look at this. This is terrible. Das ist furchtbar. Was ist furchtbar? What? What is it? They're keeping red wine in the refrigerator. This is sacrilege. Rotwein im Kühlschrank. Das ist ein Sakrileg. Aha. Oh, is that all? Echt, hat I er? thought you'd found something important. Ja, ich habe auch gedacht, er hat vielleicht was Wichtiges gefunden. Aber nein, nur Rotwein.
Harte Butter. Wir nehmen die Butter A mit. block of butter. Might be useful. Die It's wiederum rock hätte er solid, draußen however. lassen können. I like it when it's solid. Easier to take a bite out of it, dinner. Ich hab meine Butter auch im Kühlschrank. Ich habe meine Butter auch im Kühlschrank, aber die ist steinhart, meint er, und Frumple meint, es ist dann leichter, ein Stück rauszubeißen. Das ist wohl wahr, aber nein. So, was ist denn im Gefrierschrank noch? Nichts. Okay. Stummer Kellner. Just open this hatch. Mach mal auf. Speiseaufzug, aber der ist wohl Plastic nicht thing hier. won't stay open. Okay, es bleibt nicht offen. Können wir Kannst du den das... Pfannenwender nehmen? Das ist ein Kochtopf. Nein, den Pfannenwender da oben. Der noch hängt. Naja. Okay. Ich klemme einfach das Messer rein. I can't get this into the gap to wedge open the door. Need something smaller. Was Kleineres. Haben wir noch Streichholz I'm vielleicht? really not sure what the plan is here. Ist denn kleiner als eine Messerklinge? Du kriegst das doch auf. Hast du doch offenbar offen lassen. Das geht ja nicht, es geht zu. Das Ding geht immer In die wieder zu Pfanne. und wir müssen das irgendwie verklemmen. Und er meint, er kriegt das nicht in den Schlitz rein, wir brauchen was Kleineres. Wir nehmen jetzt einfach das Holzbrettchen, schmeißen das in den Ofen unten rein, zünden das mit dem Holz an und dann schmelzen wir die Butter. Warum auch immer, aber irgendeinen Grund wird's haben. Obwohl, wenn wir Kohle drin haben, versucht doch die Kohle einfach mal anzuzünden. Need a steady hoof to do this, as there's only one match left. Ja, man braucht einen ruhigen Hof. Das ist nur ein There we Streichholz. go. The cooker is heating up nicely now. Okay, jetzt wird's warm. Gut. Du meinst, wir sollen die Butter schmelzen? I'm really not sure what the Ja, aber plan doch is nicht here. auf dem Herd, sondern im Topf. Ach, warum? Let's put the Der pan on the Wolf kennt stove. sich doch mit dem Produkt nicht aus. Ja, Du bist eindeutig besser in der Küche. How So ab und thrilling. an. I've always wanted to try my Ja hoof gut, at also cooking. die Butter direkt auf die Platte würde ich nicht tun. ja, ich wollte mich schon immer mal als Koch versuchen, ich Ah, nicht. look, Frumple. The heat has melted the butter into an oily liquid. Wobei du ja manche Sachen auch gut kochen kannst. Also das muss man dir ja mal zugute halten. I can hardly pick this up with my bare hooves. Nur We keine need something to Weißwürste. soak it up, I wager. Nein. Well, what about your main? That's probably absorbent. Das war wieder zu schnell. Wir brauchen etwas, um das aufzusaugen, weil wir können das nicht mit den Hufen anfassen. Und Frumple meint, was mit deiner Mähne, die ist wahrscheinlich saugfähig. That's a disgusting Gemeinheit. thought, Frumple. Ja, also Butter wollte ich auch nicht in den Haaren haben. Obwohl, bei dir wird das auch gut gehen. Es würde gehen, aber Definitiv. nein. Aber nein. Okay, da brauchen wir noch irgendwas. Dann Können gehen wir wir mit mal dem weiter. Messer, keine Ahnung, das This Obst door appears to schneiden. be locked, most irritating. Das ist Yes, quite verschlossen. so. Wonder Dann where nimm it dein leads Messer. to. Oh, Henry. Wohin sie wohl führt. Das Obst schneiden, ja. Obst schneiden, da kann man das I'd Messer really nehmen. rather not. Nee, will er nicht. Hier für die Tür. This seems unlikely. Kannst du vielleicht den Detective. Pfannenheber, der so provokant da in Nein. der Luft hängt, mitnehmen? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr mitzunehmen, leider. In den Fächern war auch nichts. Die da lassen Okay, wir sich lassen nicht jetzt angehen. die Butter schön verbrennen, finde Ja. ich auch gut. Ist okay. Wir gucken uns jetzt erstmal um. Ich bin ja versehentlich schon in den Speisesaal gegangen. Gucken wir da doch mal. So, was haben wir hier an Gegenständen? Dame Seagully's haberdashery bag. Knitting, sewing, wool, threads and such like. Kurzwarentasche, den Begriff habe ich auch noch nicht gehört. Strickzeug, Nähzeug, Wolle, Garn. Solche Sachen hat sie dabei. Aha. Sie hat eine Kristallkugel. I believe these are used to see into the future. Rather a pity they can't see into the past, so we could find out what happened to Gilfrey. I say, Frumple, I can see a mist starting to form in this. Ja, ja. Damit kann man nur in die Zukunft sehen, nicht in die Vergangenheit. Dumm gelaufen. Und der Nebel... Ein Nebel bildet sich hier, ja. Wahrscheinlich ist es die Butter. Oh. Ja, No, right. old boy, that's just your monocle steaming up because of the heat from the fire. Ah. Das Monokel beschlägt nur. Oh, then we probably shan't get any answers this way. Ja, so werden wir keine Antworten kriegen.
Blumenvase. A nice display of flowers. Lovely, delicious flowers. Schöne, köstliche Blumen, ja. Nehmen wir mit. Wir brauchen Wegzehrung. I suppose a tiny nibble wouldn't hurt. Njam, njam, njam. Der Ja, kleine wir haben Apfel in würde letzter ich Zeit haben. keine Papierkörbe, ne? Ja, in letzter Zeit hatten wir keine Papierkörbe mehr zum Essen. Vorsicht, du bleibst noch mit dem Kopf in der Vase stecken. I say you're right. Yes, my head goes all the way in. I can eat the stalks too. Ja, er passt ganz rein. Er kann sogar die Stängel mitessen. Ja, just why not? Er hat sie gegessen. A long, round glass vase. It's crystal clear. Eine kristallklare Vase. Sticking your head in there again. Wouldn't want to get stuck. Und nicht mal den Kopf reinstecken. Die nehmen wir mit. There's nothing left to eat in this vase. You're addicted, man. Es gibt nichts mehr zu essen und er meint, du bist süchtig, Mann. Schön. Hättest du die Butter reinpacken können. Ja. Das wissen wir nicht. Ja, ich will es ja nicht aufheben. Von den Bildern kann ich nichts angucken, nur das da. This painting is called Adventure Awaits, apparently. Das Abenteuer wartet. Okay. Personally, I could do with a bit less adventure in my life. Auch ein bisschen weniger Abenteuer. Ja. A roaring hot fire, very cozy. Hier ist wieder so ein Rohr. This tube is part of the network of pipes Gilfrey used to get around the house. Being amphibious, he preferred to stay in these as much as possible. Oh, weil er amphibisch ist, ist er am liebsten in den Röhren geblieben und die laufen im ganzen Haus rum. Interessant. Ingenious system, mind you. Ja, es ist ein geniales System. Stimme ich zu. Gucken wir mal aus dem Large Fenster. double windows looking out onto the island. Der kann aber mit der Röhre gar nicht rausgucken. Das ist ja sehr kontraproduktiv. Not exactly the Er jolliest konnte ja view auch one normal could ask aus for. der Röhre raus. Ja, das stimmt. Nicht die schönste Aussicht. Ja, gut, gerade, aber ansonsten so auf seine Privatinsel zu gucken, ist bestimmt schön. Was ist mit der Uhr? Ist außerdem A fine England. looking grandfather clock, Da though it regnet appears to be immer. stopped currently. I suppose nobody has wound it for a while. Ja, die Uhr ist nicht My third aufgezogen. cousin had one of these. I used to mess around with the hands to hear the cuckoo going off. Okay, sein Cousin hat immer mit den Zeigern rumgespielt, damit der Kuckuck losgeht. Are you sure that's not a cuckoo clock you're thinking of? Ja, er denkt an eine Kuckucksuhr und nicht an so eine. No, my third cousin is a cuckoo, and he really hates me messing around with his grandfather clock. Ah, sein Cousin ist ein Kuckuck. Der hasst es wirklich, wenn er an seiner Standuhr rumspielt. Gut zu wissen. Kann man die aufziehen? If I turn the hands, I can make the clock chime. Okay, was bringt mir das? Nichts. Derzeit. Wir reden mal mit ihr hier. Greetings, madam. What's that, young man? Speak up! Oh, sie ist taub. Sehr I gut. said greetings, madam. No, it's no good. No diction. That's the problem with you young people. You need to learn to project, my boy. Was? Was will die Dame? Ja. Nennen wir es ja. We're not going to get very far here, Winklebottom. My diagnosis of the old bird is deaf as a post. Ja, seine Diagnose ist, dass sie stocktaub ist. I'm so glad to have you here, Frumple. I've no idea how I would manage without your expert opinion on such matters. Na, immerhin geben sie sich nichts. Ja, ohne seine Expertenmeinung würden wir hier nicht zurechtkommen. Oh, thank you, old thing. Okay. Thank you for your time, madam. What's that? Move your head closer. I can't hear you all the way up there. Ja, da oben kann sie ihn nicht hören. I say, Winklebottom, do you know who this is? It's Dame Celia Wellington Boot. Okay.
Sollten wir die kennen, diese Celia Wellington Boot? I'm sure I have no idea. Okay. Er ist sich sicher, dass er keine Ahnung She's hat. famous. Dame Celia was a star of the stage. I had quite the crush on her as a young calf. Oh, als er noch ein junges Kalb war, war sie verknallt. Sie war mal ein Bühnenstar. Ah ja. Interessant. Wir haben Notizen über sie. Anscheinend eine berühmte Schauspielerin. Und taub. Ah, hier. Dienstmädchen von Gilfrey hat eine lange Zeit für die Familie gearbeitet. Wahrscheinlich taub geworden durch den vielen Applaus auf der Bühne. Möglich. So, hoffentlich hört sie uns. Die Ohren sind ja aufgestellt. Greetings. You are Lord Winklebottom, are you not? Bin ich. Sie weiß, wer wir sind, aber wir sind ja auch berühmt. Also hat sie in ihrer Kugel gesehen. Wahrscheinlich. I say, that's amazing. Did you see all that in your crystal ball? Or a message from the spirits, perhaps? Ja, war es eine Nachricht von den Geistern oder hat sie es in ihrer Kugel gesehen? No, I saw an article about you in the newspaper earlier today. Sag doch, wir waren in der Zeitung. Ja, gut, wir haben ja auch was geklaut. Nee, wir haben nichts geklaut. Oh doch. Den Schmuck wollte Winklebottom nicht klauen. Oh, well, das yes, Fass, I die suppose that Säge. will also work. Nein, die haben wir ausgeliehen. Ach, so heißt das. Mit der Zeitung würde auch funktionieren. Anyway, I am very pleased to meet you. I am Madame Lavinia, and I am a spirit medium. Sie ist ein Geistmedium. Mhm. Werden wir testen. Kann sie vielleicht mit dem Geist von Gilfrey lösen, dann ist das Spiel in 2 Minuten vorbei. Warum hat sie eigentlich eine Kette auf dem Kopf? Kennst du das nicht? 50 Diadem oder Tiara, je nachdem. Das sieht Obwohl, aber das sind komisch eher aus. so Krönchen, aber das geht auch. Ja, das sind doch diese Kopfbändchen mit dem Steinchen Richtig. Das ist völlig... Okay. Well, Für mich quite. sieht das aus wie eine Halskette. Ja, dran. Wenn sie es um den Kopf machen würde, würde es ihr ständig ins Auge stechen. naja, sie hat ja Halsketten an. Ja, Halsketten ja, aber wenn sie das wirklich so um den Kopf rum machen würde, also einmal Ja, ich weiß schon, rundrum. was du meinst. What can you tell me Kannst about auf ihren Gilfrey? Augenbrauen ablegen. Ja, sie soll uns mal was über Gilfrey erzählen. Oh, that poor soul. Such tragedy in this household. First my dear Ethelberta, and now Aristotle. Their daughter must be devastated. Sie kannte Ethelberta und jetzt ist Aristotle auch noch tot und ja, die Tochter wird wahrscheinlich am Boden zerstört sein. Quite so. Very sad business all round. Very sad. Ja, alles sehr traurig. What's your connection to Gilfrey? I've known Ethelberta since she was a duckling. I've no idea why darling Aristotle invited me today, though. None at all. Okay, sie kannte Alberta schon seitdem sie ein Entlein war. Aber ja, sie weiß nicht, warum sie eingeladen wurde. Niemand weiß das. Was ist mit What ihr? can you tell us about the lady sat over there? Ja, was ist mit der Dame da drüben? Oh, I can't get a word out of her. The old bat needs some sort of hearing aid, if you ask me. Die braucht ein Hörgerät. Also, zumindest da stimmen wir überein. These modern hearing aids are a miracle of science. Some are barely larger than a briefcase, you know. Ja, die neuartigen, die modernen Hörgeräte sind ein Wunder der Wissenschaft. Manche sind nicht größer als eine Aktentasche. Ja, das Zeitalter, in dem es spielt. Thank you for your time. So, wir haben Hinweise bekommen. Kannte Alberta gut, Ethelberta gut und ist angeblich ein Medium. Das hier war noch nix. Okay, ich befürchte aber, das war's mit diesem Raum. Aber die schönen lackierten Hufe finde ich herrlich. Ja, die sind sehr hübsch. Gell? Muss ich auch sagen. Das Lila ist ein Träumchen. Ich will mit dem Butler reden.
Oh, I say, a gong. Shall I gong it? Ein Gong, soll ich einen Gong? Ja, I'm not bitte. entirely convinced that gong is a verb, but very well if you... Doch, Gongen ist ein Verb. Leg los. Gong. You don't actually need to say gong, you know? Doch, doch, das muss man sagen. Oh, well, I suppose, but where's the fun in that? Richtig, man muss es nicht, aber wo bleibt der Spaß? Strange, the maid said this would call the butler, but he's nowhere to be seen. So ruft den Butler, wo ist er? Ah. Ich dachte, er braucht nur, aber er ist offenbar nicht da. Dann gucken wir mal bei den Dienstquartieren, ob wir ihn finden. Ah, ein Plüsch-Axolotl. Und ein Bett mit Flecken. Oder einer sehr hässlichen Bettwäsche. Er sagt, es ist sehr hässliche Bettwäsche. Bitte, bitte. Gucken wir mal. Ugh, this bed is absolutely filthy. Rumble, what do you make of this? Nee. Es ist nur dreckig. Looks like some kind of slime or mucus. I'd say this bed is used by a mollusk of some sort. Filthy buggers. Ah, ein Weichtier hat es benutzt. Deswegen Schleim oder Glibber. Was hast du jetzt auch noch gegen Weichtiere? Crumple? Böse. So ein normales Bett? Ich will das Axolotl This angucken. looks like a child's doll. It seems to be a cuddly axolotl. Ja, ein Knuddel-Axolotl. Bit of an odd thing to keep around. Ach, was weißt du denn schon? Ich würde so einen Kuschel-Axolotl auch dabei haben. Jo. Warum sollte man nicht mit Kuscheltier reisen? Okay, gehen wir mal weiter. Also hier ist nix. Da ist unser werter Admiral. Da hinten steht seine Tochter. Hier ist ein Foto. Oh, ist das ein Foto von uns aus Kindheitstagen? I say, look at this, old boy. It's Gilfrey and I during our school days. Ah, those were happy times. Da waren sie beide noch jung. Oh, wie putzelig. Das waren glückliche Zeiten. Not for me, couldn't abide school. The other boys used to make fun of my name. Dumple, they'd call me. The rotters. Oh, die haben sich lustig gemacht über Frumple. Deswegen mochte er die Schule nicht. A curious box. Oddly, it seems to be fixed in place. It appears, however, that parts of the map itself might actually move slightly. Eine Rätselbox, die man nicht bewegen kann. Also, die Teile kann man bewegen, aber die Box nicht. Oh, ich muss Kontinente andrücken. Oder besser gesagt, Länder. Oder? Kontinente oder Länder? Also, Mischung. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall einen You know, Hinweis Frumble, für. I'm not sure we have all the information we need to crack this puzzle. Da brauchen wir mehr Infos. Oh, Statuen? I say, Winklebottom, I wonder if these chaps know what happened to Gilfrey. Ja, ich würde mich auch fragen, ob die was wissen. You could ask, but I doubt they'd hear, and I don't suppose they saw anything anyway. And if they did, they wouldn't say. Ja, du könntest sie fragen, aber ich bezweifle, dass sie dich hören würden. Ich nehme an, sie hätten sowieso nichts gesehen und wenn doch, würden sie es nicht sagen. Richtig. A collection of gramophone records. Oh look, they have Sands of the Sea featuring Periwinkle, Flange and the Crustaceans. I love their music. Okay, also es sind Schallplatten. Sound of the Sea mit Periwinkle, Flange und den Crustaceans. Crustaceans? Man weiß es nicht. I think I'll stick to the classics. Ja, nehmen wir lieber Klassiker. Bin ich auch dafür. One of those newfangled gramophone players. The music plays through this trumpet. Ja, ein neumodischer Grammophonspieler. Modern technology is wonderful, just look how tiny it is. Ja, so winzig. Ah, es ist schön, aber klar, für damalige Verhältnisse war das klein für ein Musikgerät. A collection of books, nothing of any great interest right now. Nichts An award Interessantes. for Amphibian of the Year. A finer amphibian you could never hope to meet, eh, Frumple? Er war Amphibie des Jahres, das ist doch schön.
A sporting trophy won by Gilfrey. He was always such a strong, fit chap. Er hat eine Sporttrophäe gewonnen? Okay. Won a few sporting trophies myself in my youth, you know. Came second in the all boys egg and spoon race back at the old academy. They let me keep the spoon. Had to give back the egg, mind. Matron only laid it that morning. Okay. Er war Zweiter im Eierlaufen, aber er musste das Ei leider zurücklegen, weil die Oberin es erst an dem Morgen gelegt hatte. A relic of the Great Frog Wars. Gilfrey was most fond of ancient history. I say, that axe he's carrying would do you a real mischief if you got on the wrong end of it. Ja, die Rüstung aus den Froschkriegen. Die Axt kann Schaden anrichten, glaube ich. Ah, this chap is Lord Malcolm Schmidt. I've met him in the house a number of times. A great speaker, although I'm not sure all of it makes a good deal of sense. Ja, Lord Malcolm Schmidt, der erstaunlicherweise einen Arm hat. Einen sehr menschlichen Arm. Großartiger Redner, aber er ist sich nicht sicher, ob alles, was er gesagt hat, Sinn ergibt. Looks most distinguished. Generally, yes, though not so much when food is around. He can get quite raucous at times. Kann wild werden, wenn es Essen gibt, okay. Haben wir uns über ihn was aufgeschrieben? Nein, dann wird er wahrscheinlich nicht wichtig sein. Ah, look at him here, the pride of the Admiralty. They say he had the sea running through his veins. Ja, die See in seinen Adern, genau. Ist ja auch eine Amphibie. Ah, look at this, it's Gilfrey and Ethelbert on their wedding day. A splendid time was had by all, I can assure you, Frumple. Such a tragedy Ethelbert had passed away so young. Ja, ein Hochzeitsfoto und es ist eine Tragödie, dass Ethelbert so jung gestorben ist. Terrible business. Just terrible. Schrecklich. In die Uhr komme ich nicht dran. Now, let us have a look in here. Oh, just some papers. How boring. Not inherently so, but in this case, yes. They don't seem to be of any great interest. Although it does seem odd that they're in such a mess. It's almost as if somebody had been rummaging through them in a hurry. Okay, also ist nichts Interessantes an Papieren hier. Aber es sieht aus, als wäre alles ganz durcheinander, als hätte irgendjemand in Eile das Zeug durchwühlt. Best way, in my opinion, gets it out of the way. I much prefer reading things with nice pictures in them. Medical books have some excellent drawings. Er mag lieber Bücher mit schönen Bildern drin. Ist schon in One Ordnung. would hope that you at least glance at the words, mind you. Man sollte hoffen, dass du zumindest einen Blick auf die Wörter wirfst. Ja, nee, ich glaube, der hat seinen Abschluss im Lotto gewonnen. Reden wir mal mit Reverend Peabody. Greetings, sir. Ah, hello, my child. I am most pleased to make your acquaintance at this sad time. Wir freuen uns zu sehen in der traurigen Pleased to Zeit. meet you. I am Lord Winklebottom III, and this is my colleague, Dr. Reginald Frumple. Bless you, my children. I am Reverend Archibald Peabody. Reverend Archibald Peabody, aha. Do you know any of the other guests? I believe I may have seen Madame Lavinia at some interfaith conference or other, but not to speak to. Other than that, I'm afraid not. Okay, er hat Madame Lavinia schon mal auf einer interreligiösen Konferenz gesehen, aber nicht mit ihr gesprochen. Do you know why Gilfrey invited you here today? Oh, I'm afraid I wouldn't know. I've not heard from him for a few years, until just recently when he wrote to me out of the blue. I know he had something to announce, but I'm afraid I don't know what. Okay, er weiß leider auch nicht, was der gute Gilfrey hier bekannt geben It wollte. is most intriguing, to be sure. Well, thank you for your time, Reverend. Oh, yes, quite so, my boy, quite so. Sehr schade, niemand weiß irgendwas. Was ist denn mit Sir Winslet? Greetings. Ah, Winklebottom, isn't it? I've written reports about your exploits for my newspaper. Ach, er hat eine Zeitung geschrieben. Und Zeitungsartikel über uns, sehr schön. Oh, really? And which of our adventures have you covered? Sorry, old thing. Not sure I recognize you. Ja, okay. Crumple hat gefragt, über welches unserer Abenteuer er denn geschrieben hat, und er erkennt einfach Frumple nicht. Frumple? Dr. Frumple? You said you'd covered our cases.
Oh, that's right. You're the gentleman's gentleman, yes? Der Gentleman des Gentlemans, ja. We're partners. Equal partners. Blasted hack. Ja. Wir sind gleichberechtigte Partner. All right, Frumple. Pleased to meet you, sir, but I'm afraid you have me at a disadvantage. Ja, wir sind im Nachteil, weil wir wissen nicht, wie er heißt. Winslet's the name, old thing. Pleased to meet you, sir. I say, it's true what they say, then, about you preferring to walk on all fours. Bit old-fashioned these days, what? Also etwas altmodisch auf allen Vieren zu laufen. I just happen to think it's rather more refined. Also kultivierter, natürlich. Plus he'd bash his bonds on the ceiling if he tried to walk in the modern style. Er würde sich den Schädel an der Decke stoßen, wenn er auf 2 Beinen läuft. And how do you know Gilfrey? Do you know why you're invited here today? In reverse order, not a blasted clue, and I'm engaged to his daughter Constance. Ah, er ist mit der Constance verlobt. Interessant. Aber er weiß nicht, warum er eingeladen wurde. You're a journalist, you say. Could that be the reason you're here? Might be, old boy. The old fellow wasn't entirely taken with me, truth be told. But if he wanted somebody to get the word out about something, I'd certainly fit the bill. Ja, also er mochte ihn wohl nicht so sonderlich. Aber wenn er natürlich jemanden wollte, um seine Nachricht zu verbreiten, dann ist natürlich jemand von der Zeitung der Richtige. You didn't get along with Gilfrey then? Well, I mean, I've never actually met him, you understand. This is the first time Constance has brought me to the island. But I'm sure he wouldn't approve of me. Crikey, my own family don't. So why would somebody else's? Okay, er hat ihn noch nie getroffen, aber er glaubt nicht, dass er ihn gutheißen würde, weil seine eigene Familie ihn auch nicht gutheißt. Warum? Ich meine, er schreibt die Zeitung, so schlimm scheint er ja nicht zu sein. So you're engaged to young Constance over there? Oh, Winklebottom, I'm a changed cat since meeting her. I was quite the party animal, but fair to say, she's tamed me. Er hat's verändert, er ist nicht mehr so ein Partytier wie früher, okay. You didn't get on with the Admiral, though. It was nothing he said, you understand, but I don't think he approved. Don't have a lot of luck with family. Even my own disinherited me. Okay, er hat, also, Gilfrey hat nie was gesagt, aber er glaubt, Gilfrey war nicht einverstanden. Und er geht schon wieder darauf rein, dass seine Familie ihn erbt hat. I say, that's rather harsh of them. Too many parties, I suppose. And being a journalist, well, is not exactly an appropriate job for somebody of my status, you know. Ah. Er glaubt, es lag an den vielen Partys und als Journalist ist er seinem Stand nicht gerecht geworden. Most unfortunate. I get to keep the title. I'm a baronet, don't you know? But I'm afraid it's left me rather cash poor. Ein Baronett, okay. Interessant. Aber knapp bei Kasse. Thank you for your time. Da haben wir natürlich Einträge gemacht. Okay, entfremdet von seiner Familie. Dann gehen wir mal nach hinten. Obwohl, ich wollte mir ja Gilfrey noch angucken. Oh, just look at him, Frumple. Died in his house tube network. It simply doesn't make any sense. He was such a hardy fellow. War ein zäher Bursche, ja, aber es hat ihn nicht beschützt. If we can get him out, I'll determine what killed him. Never you fear. Wir müssen ihn rausholen. Vergiftet. Ich sage vergiftet. Ins Wasser reingekippt. Wahrscheinlich. Being amphibious, he preferred to stay in these as much as possible. Ingenious system, mind you. Ja. Boah, Gilfrey, kann ich ihn da rauskriegen? Nothing to be done for the poor fellow until we can drain the water, I fear. We shall have to get him out of there if I'm to do an autopsy. Can't very well determine the cause of death just by gulping him through the glass, you know. Okay, er kann den Tod nicht, die Todesursache nicht durchs Glas feststellen. Wir müssen ihn da irgendwie rausholen und das Wasser ablassen. Ja, logisch. Lecker aussehende Pflanze. Fliegenfallenpflanze, tropische Kannenpflanze, Kaktus und halt die Konstanze. So,
Nur noch mal zum Unterschreiben. Der Kater ist mit der Ente verlobt. Korrekt. Let's take these with us. Welcome to the Indeed, Fandom, my it would be dudes. sheer Richtig. folly to leave them. Ja, es wäre eine einsteigende Torheit, die Zange hier, die Gartenschere hier zu lassen. Ja, können wir die I said mitnehmen, bitte. sheer folly, because they're Eine einschneidende Torheit, denn sie ist... Yes, I understood. Actually, I believe they're secateurs. Zumindest können wir uns sicher sein, dass von dir und Hook keine Flachwitze kommt. Das macht das Spiel von alleine. Das macht Frumple. So, gucken wir uns mal die lecker aussehende Pflanze an. I say, this is a most appetizing looking foliage. Das Laub sieht wirklich sehr appetitlich aus. Ja, komm, hau rein. My word, this plant really does look frightfully tasty. Sieht beängstigend Schneid was lecker ab. aus. Ja, meine Gartenschere schneidet. Na, er macht schon. Okay. Oh dear, how awfully embarrassing. I do hope that wasn't an important clue. Hoffen wir mal, das war kein wichtiger Hinweis. Kann ich die... Ne, nochmal ist das so nicht. Ah, schön. Ich finde es viel spannender, dass sie die Tochter eines Axolotl ist. Ja, aber zusammen mit einer Ente. Also ihre Mutter war eine Ente. I once knew a chap who was killed after getting trapped in one of those. So Ja. Bumbles the second. Okay. Very nasty way to go. Oh nein, er kannte mal einen Mann, der da drin gestorben ist. Herr Bumbles der Zweite. Das war wohl eine Hummel. Vielleicht ist die Ente aber auch nur adoptiert. Tropische Kannenpflanze. This pitcher plant is full of a nasty looking liquid. Some kind of sap, Ich I meine, das presume. wäre noch eine Alternative. Kannenpflanze ist Ich voll... hätte doch noch einen schlechten Witz, der nicht gebracht wurde. Welcher? Los. Naja, was ist die Katze vom Beruf? Journalist? Was wird jetzt seine Frau werden? Zeitungsente. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ja, eine Kannenpflanze voll mit übel aussehender Flüssigkeit. what Ein did you Herzhaft. call me? Wie hast du mich genannt? Ja, ja. I have no idea what this sap is. I'm certainly not going to touch it if I don't know it's safe. Maybe if we could find out more about it. Okay, wir müssen erst mal drüber rausfinden, ob es sicher ist, das Zeug anzufassen. Wir können hier die Das Schlauchleitung findet man nehmen. I don't Das findet man really immer want to heraus, go indem around man the es entire anfasst. hosepipe if I don't have a reason to. Nein, wir packen dann nicht einfach dran. Oh, nicht. Wir reden mit Konstanze. Greetings. You must be Miss Gilfrey. Our most sincere condolences on your sad loss. Ja, Beileid zum Verlust. If it isn't Lord Winklebottom. Father talked about you often. And you must be Mr. Frumple? Oh nein. Sie hat ihn Mr. Frumple genannt. Ja. Ja, und ihr Vater hat oft von uns gesprochen. Doctor, actually. That is, I mean, sorry for your loss. miss. Ja, Doktor, um genau zu sein. Aber er entschuldigt sich auch für den Verlust. First mother and now this. I think we must have done something unspeakable in a past life to suffer so much pain in this one. Don't you agree, Lord Winklebottom? Ja, ich weiß nicht, ob ihr in einem früheren Leben was Schlimmes getan habt, um das jetzt zu haben. Ich glaube eher, jemand hat in diesem Leben etwas Böses getan. There has been some terrible tragedy here, I agree, but I fear there may be some more earthly causes for the most recent one, at least. Stimme zu, eine irdische You think Ursache. there's villainy at work here? Natürlich ist hier etwas Niederträchtiges am Werk. We don't know yet, however, his death was quite a shock, as far as I know, he was fit as a fiddle before he died. In any case, Dr. Frumple will be able to tell us more. Ja, war kerngesund. Wir werden es rausfinden. Mit Dr. Frumple. I think, if you don't mind, I'd just like to be left alone for a while. Ja, wenn du deine Ruhe haben willst, lassen wir dich für den Moment in Ruhe. Goodbye for now, Miss Gilfrey. Ich habe einen Kaktus noch nicht A angeguckt. cactus, covered in dozens of needles.
I'm keeping well away. Got a dreadful phobia of needles, don't you know? Okay, der Kaktus ist voll mit Nadeln und Dr. Frumple hat eine Nadelphobie. Doesn't that rather interfere with your work as a doctor? Ja. Aber auch das... Bist du's? Ja. Ich kann mich sehr mit Dr. Frumple identifizieren. Das ist so ein Charakter, in dem steckt ein bisschen was von uns allen. Ja. Zum Glück habe ich nicht so die Probleme mit Nadeln. Ich schon. Ja, deswegen habe ich ja gemeint, Tuts, bist du's? Ich bin aber kein Doktor. Ja, das ist wohl wahr. Not at all. I just close my eyes when I use them, that's all. It's very common fear, you know. Most of my patients scream when they see me with one. Er macht einfach seine Augen zu, wenn er eine Spritze benutzt. Und das ist so verbreitete Angst, weil die meisten seiner Patienten schreien auch, wenn sie ihn mit so einer Spritze sehen. Ja, wenn er die Augen zumacht, verstehe ich das gut. Nein, die schreien ja schon, bevor die Spritze überhaupt gesetzt wurde. Ja, aber wenn sie ihn mit der Spritze sehen. Also wenn er die Augen zu hat und mit der Spritze kommt, würde ich ausschreien. Verstehe gar nicht, was du meinst. Ist das nicht so, was ich nicht sehe, das ist nicht da? Nee, aber warte Genau mal. das. Ich wollte mal gucken, ob wir mit der Gartenschere vielleicht so ein Ding I'd abschneiden really können. rather not. Nee, das will er nicht. Okay. Kommen wir später nochmal wieder. Vielleicht kannst du ja was Leckeres zum Essen mitnehmen. Ich meine, ein Snack für unterwegs schadet I have nicht. reservations about doing this. Oh, er will es nicht tun. Wir waren jetzt eigentlich überall, oder? Ah, wir haben noch einen linken Korridor und einen rechten Korridor oben und wir haben noch die Außenseite. Wo wollen wir uns umgucken? Draußen, links oben oder rechts oben? Da es regnet, würde ich erstmal drinnen suchen. Okay, dann fangen wir mal links an. Ein Bild von einer painting of Katze. one Max the Tux Sheldon. I say, didn't this fellow help us out in a case once? Max the Tux, okay. Indeed so. Quite a respectable chap now, but had a bit of a murky past, I recall. Hat uns mal geholfen. Okay, und ist recht respektabler Kerl mit einer düsteren Vergangenheit. Yes, gave us some information about a particularly loathsome fellow who'd been running a smuggling ring. Okay, über einen Schmuggler Informationen gegeben. I say, Frumple, this is a portrait of King Alec, a most popular monarch in his day. Oh, King Alec mit einem Tennisball auf dem Zepter. Oh, okay. Schön. Oh, indeed so. A very good old boy, as I understand it. Ein wirklich guter alter Junge, ja. Very good old boy. Quite so, Frumple. A good boy indeed. A portrait of Vitus Varnus. Das war das, Maybe okay. somebody Gilfy knew from his military days. Looks like a pretty tough, brave soul to me, at any rate. Ja, der sieht nach Militär aus und ziemlich zäh. Seems like a most agreeable fellow. Weiß ich nicht, ob der so angenehm war, aber ist in Ordnung. Oh, ich kann das Schwein nicht angucken. Wir gehen ins Bad. Ah, hier kommt das Rohr raus. Sagt er da was Part Neues? of Gilfrey's pipe network. This one must have allowed him to easily get into the bath. Looks like great fun. Would be better with a mud pit at the end of it, though. Er hätte lieber so eine Schlammgrube statt eine Badewanne am Ende. Okay. Der WC-Deckel zum oben draufsetzen? Different seats for small, medium and large posteriors. Saves accidents with smaller animals falling in the bowl. Most considerate. Ah, verschiedene Klobrillen für verschiedene Hinterngrößen. Sehr gut.
I don't wish to go right now, and certainly not with Frumple standing here. Möchten die jetzt nicht gehen und besonders nicht mit Frumple neben ihm steht, verstehe ich. Just a swift pull and the water flushes away. Isn't modern science wonderful? Ja, das ist toll. Einfach nur ziehen und die Toilette spült. Look at this. Silly beggars have put the toilet roll on the wrong way round. Der hat die doch gar nicht falsch rum aufgehängt. You know, between this and the tea fiasco, I sometimes feel like I barely know who you are anymore. Ja. Zwischen diesem Thema und dem Tee-Fiasko hat er manchmal keine Ahnung, wer Frumple ist. Ein Handtuch, das will ich. This might prove useful. Absolutely not. Why, if you take that, people won't be able to wash their hooves after their ablutions. Absolutely filthy. No, I won't allow it. Was, Frumple wird nicht erlauben, dass wir es mitnehmen, weil sich da Leute die Hände dran abgetrocknet haben? Verdammt, aber das brauchen wir, das ist saugfähig. Für die Butter? Ja. Okay, wir haben Arzneiflaschen, die I'll gucken wir just uns mal take an. this. You know, I can prescribe medication if you need it. You don't have to go around stealing drugs from dead people. Er kann uns Medikamente verschreiben, wir müssen nicht unbedingt Drogen von Toten stehlen. It's an empty bottle, Frumple. Ah, eine leere Flasche, sehr schön. Okay, aber dann kommen wir dahin nochmal The zurück. guest bedrooms are all down here. I suppose we should investigate. Ah, die Gästeschlafzimmer. Don't know why we bother. Even the daftest criminal isn't stupid enough to leave incriminating evidence lying around his own bedroom. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen, der dumm genug ist, in seinem Schlafzimmer Beweise liegen zu lassen. Sollten wir nachgucken. Well, that was a bally waste of time. What did I tell you? Okay, nichts gefunden. I know, old friend, but we had to do it. Okay, das heißt aber, da ist eine Abkürzung, da haben sie keine Grafik für gemacht, schade. Dann gucken wir mal beim rechten Korridor. Ach, wer ist er denn? Ah, I do believe I've met this gentleman, a fellow by the name of Tobin. Tobin, okay. Wily looking chap. I dare say he would have a tale or two to tell. Ein gut aussehender Kerl. Indeed so, quite the talented wordsmith too. He throws around some most impressive verbiage. Ah, wortgewandter Kerl. Und er? This is a self-portrait, apparently, of a fellow by the name of Lake Cabilius, a renowned scientist and explorer. Ein Selbstporträt, aha. Renommierter Wissenschaftler und Entdecker. Maybe a colleague of Gilfrey's. Perhaps so. I believe I may have met the chap once at a party held by him and his husband. Very good food, as I recall. Ah, er und sein Mann haben eine Party veranstaltet, da hat Winklebottom ihn kennengelernt und er war eventuell ein Kollege von Gilfrey. Das Essen war sehr gut, wenn er sich erinnert. Wahrscheinlich die Tischdeko, die er gegessen hat. Dachboden. Meinst du From what I Pflanzen? recall, this door Yeah. leads to the attic. Sadly, it appears to be locked at the moment. Okay, die Tür zum Dachboden ist verschlossen. Merken wir uns. Why do people insist on locking doors all over the place? Most inconvenient. Nobody ever considers us. Ja, niemand nimmt Rücksicht auf uns. Warum verschließen die Leute immer ihre Türen? I rather imagine Gilfrey wasn't expecting to die, so probably wasn't anticipating our investigation. Gutes Argument, er hat nicht mit dem Tod gerechnet und nicht mit unseren Ermittlungen. Well, yes, I suppose the whole thing is rather more inconvenient for him. Eventuell ein bisschen für ihn unangenehm, ja. Eventuell ein bisschen. Aha, hier haben wir noch mehr Leute. Was ist denn das für ein wunderschönes Gemälde? Oh, I say, this is a bit risque. Etwas gewagt. I've never understood why mole rats are so averse to wearing clothing like any normal animal. Verstehe ich auch nicht, warum warum Nacktmulls keine Kleidung tragen wie normale Tiere. Bunch of exhibitionists, if you ask me. Exhibitionisten allesamt. Taucheranzug. A diving suit, used by Gilfrey to remain out of his tube system for long periods. It looks like the helmet can be removed. Okay, der Taucheranzug wurde benutzt, um für längere Zeit aus seinem Röhrensystem rauszukommen.
Helm kann abgenommen werden. Ja, dann nehmen wir uns den nochmal. I know I can carry a lot of things, but I draw the line at lugging around a big metal helmet for no very good reason. Kann viele Sachen rumschleppen, aber den Helm will er nicht ohne Grund mitzunehmen. Nicht mitnehmen. Schade. Warum nicht? Münzetui? A collection of old foreign coins. Gilfrey liked to keep them as a memento of his travels. Ah, I had a ausländische patient Münzen. pay me in foreign currency once. Gave me 1,000 something or others as payment. Thought I was rich, but it turned out they were only worth half a crown. Oh. Ich hatte mal einen Patienten, der in ausländischer Währung bezahlte, hat ihm 1000 irgendwas gegeben und er dachte, er wäre reich, aber es war nur so eine halbe Krone wert. Halbe englische Krone. Na gut, aber man kann so ein Münzetui vielleicht noch I mit. think I'll leave these be. Not really cricket to go around stealing from a dead chap. Aber wie Tote will er jetzt auch I nicht mean, you've beklauen. done nothing but walk around picking up things that don't belong to you since we left home this morning, but have to draw the line somewhere, what? Ja, wir haben den ganzen Morgen nichts anderes gemacht, als Sachen zu nehmen, die uns nicht gehören, aber irgendwo zieht man die Grenze. Gut, gucken wir mal in die Zeitung. Looks like our dear friend Inspector Culver has solved another case. It seems this was an international case. He was aided by a foreign chap named Inspector Waffles. Das habe ich! Das habe ich auch! Das sieht aus, als hätte unser lieber Freund Inspektor Culver einen weiteren Fall gelöst. Anscheinend war dies ein internationaler Fall, er wurde von einem internationalen Kerl namens Inspector Waffles unterstützt. Ich hab das Spiel, Inspector Waffles. Ich besitze es. Das müssen wir auch noch spielen. Also hättest du das vielleicht sogar zuerst spielen sollen. Wer weiß, aber es ist eine schöne Anspielung. I'd rather go for a waffle right now. Ich könnte eine Waffe tragen. Oh ja, Waffel. Ist der gleiche Spielehersteller? Weiß ich tatsächlich nicht. Is there any time you couldn't? Ja, gibt es irgendeine Zeit, in der du keine Waffe vertragen kannst? Das ist allerdings wahr, ich könnte auch eine vertragen, Dito. immer. Ja, Inspector Waffles ist doch eher im Cartoon-Stil gezeichnet. Ja. Nachschlagewerke, okay. This appears to be a large collection of books about botany. Botanikbücher, da kriegen wir was über die Kannenpflanze raus. Plants and whatnot. How dull. Biology is much more interesting. Pflanzen und so weiter, Biologie ist viel interessanter, ja. So, nehmen wir mit. I wonder if I can find any information about that plant we saw in the orangery. Ah, yes, here we are. Aha, Informationen zur What does Pflanze. it say? Apparently, that sticky fluid in the plant is a kind of resin. Mix it with a strong alkali and apply a heat source and it'll set hard as rock. Wir haben das mit einer starken Lauge gemischt und erhitzt wird es hart wie Stein. Das Harz in der Pflanze. Maybe we could use that for something if we can get hold of a heat source. Gut, eine Wärmequelle haben wir schon. Können wir vielleicht verwenden. Dann haben wir hier noch ein Ei-Foto. This must be a baby photograph of Constance. Ein Babyfoto von Constance. Look at a little bow. Ja. Und auf Vögeln sind Babyfotos halt sowas. Okay, im Schrank hängen nur Kleiderbügel. A wire metal hanger with nothing hanging on it. Maybe his clothes are in the wash, or maybe he didn't need to wash them anyway. I mean, what with him being submerged most of the time anyway. Das ist allerdings auch wahr. Vielleicht muss er die gar nicht waschen, er ist ja eh immer im Wasser. Kann ich mir so einen Might mitnehmen? come in useful, I suppose. Ah, Kleiderbügel nimmt er mit. So, machen wir wieder zu. Ich würde sagen, bevor wir hier ein Knöpfchen rumdrücken und ans Pult gehen, obwohl Pult können wir noch aufmachen. Was haben wir hier? Aufgerolltes Oh, Papier. look, this is a map of the island. This will come in useful, I'm sure. Eine Karte der Insel. Sehr schön. Leere Let's take one of Briefumschläge? these envelopes. Ja, wir nehmen einen Briefumschlag. Oder mehrere. I've already got one of these envelopes. Ja, wir haben schon eigentlich, ich wollte bloß die Schublade wieder zumachen. So, was ist im Pult drin? Da sehe ich einen Brieföffner, den brauchen wir. A small blade used for opening letters. My God, Winklebottom, this might be it. The murder weapon. Ich weiß nicht, ob der Brieföffner die Mordwaffe ist. Blut hätte man gesehen. Other than there being no blood in the water, this blade barely being sharp enough to break paper, let alone flesh, and the fact the murderer would have to dry it off and place it back in his desk after using it, rather than just taking it with him, yes, I'd say this fits the facts rather well.
Ja. War kein Blut im Wasser. Das Ding ist kaum scharf genug, um Papier zu zerschneiden. Und ja, der Mörder hätte sie wieder abtrocknen müssen, anstatt sie und zurücklegen, statt sie mitzunehmen. Passt also alles perfekt zum Fall. Nobody likes you when you act like a blasted clever clogs, you know. Doch, ich mag Winklebottom, auch wenn er sich wie ein Schlaumeier aufführt. On top of all that, we don't even know that this is a murder yet. Stimmt, wir wissen nicht, ob es Mord ist. Yes, you've made your point. A notepad. Looks like the top page has been torn off. Okay, oberste Seite ist Oh, abgerissen you know worden. what this means. Quick, give me a pencil. I'm going to rub over it and reveal what was written on the torn-off sheet. This is my favorite. Das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Frumple möchte einen Bleistift, damit er mal so drüber wischt und guckt, was auf dem Blatt oben drüber geschrieben war. Das hätte ich auch gemacht, tatsächlich. Weil durch den Druck entstehen ja die Rillen und dann kann man das sehen. Here you go then. It's Okay, working, it's working. Let me see now. 1 dozen eggs, 1 lettuce, a quart of milk. Well done, Frumple. You've uncovered an old shopping list. Verdammt, war nur eine Einkaufsliste. Oh, how disappointing. Sehr schade, aber es hätte ja sein können. Hätte. Also, Fahrradkette. die Idee von Frumple war nicht schlecht. So, reden wir mit Spode. Greetings, good sir. Ulysses Spode of Spode and Flabbernacle. At your service, sir. Ulysses Spode von Spode und Flabbernacle? Okay. What a ludicrous collection of names that is. Ja, lächerliche Ansammlung von Namen. Quite so, Frumple. Greetings, good sir. Ulysses Also, Spode. das ist What a nochmal das ludicrous Gleiche. collection. Quite so. Okay. And what part do you play in today's events? Don't rightly know, sir. Old Gilfrey wanted me to come and observe, he said. Worried there might be a spot of bother about whatever it was he was announcing. Okay, er wollte, dass Spode zusieht und er hatte Angst, dass es Ärger geben könnte. Legal bother, you mean? Juristischer Ärger. As you say. Wouldn't tell me in advance what the whole bally palaver was all about, though. I suppose now we'll never know. Okay, ja, also er ist Anwalt. Und wir werden nie erfahren, was es ist. Doch, wir finden das raus. Wir finden raus, worum es hier geht. Well, perhaps. So, since I'm here anyway and the old boy has popped off, might as well sort through his paperwork and make sure everything is in order. Lots to sort out when somebody dies, you know. Especially somebody as rich as him. Er meint, jetzt wo er tot ist, können wir uns ja mal um den Papierkram kümmern. Oder kann er auch gleich sich um den Papierkram kümmern, weil es davon viel zu tun gibt, wenn jemand stirbt, besonders bei jemandem, der so reich ist. We shall speak more later. Wolf, ich hätte eine kurze Always here Frage. if you need me. Ja, Wie lange wirst du heute machen? maximal noch eine halbe Stunde, hätte ich gesagt. Eine halbe Stunde. Gut, dann nütze ich die halbe Stunde, um zu duschen. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Oh, danke. Viel Spaß. Dann reden wir mal mit Dr. Price. Greetings, dear lady. Oh, hello. Eine Dame. Ich mag es nicht, dass ihre Augen in verschiedene Richtungen gucken. Das ist ein Chamäleon. Ich weiß. Was erwartest du dann? Dass, wenn ich mit ihr rede, sie mich anguckt. Oder zumindest eins auf Dr. Frumple und eins auf mich gerichtet ist. Oh, hattest du schon mal das schöne Erlebnis, mit jemandem reden zu dürfen, der 2 verschiedenfarbige Augen hat? Ja. Das macht einen wahnsinnig. Doch, geht. Das da macht mich wahnsinniger. I am Lord Winklebottom III, and this is my companion, Dr. Frumple. I'm Vivian. Dr. Vivian Price. Hallo, Vivian. You're a doctor. Ja, sie ist auch ein Dr. Frumple, nicht nur du. Yes. Ja, vor allem, sie hat den Kittel auch noch an. Ja. Not medicine. Geology. And physics. Also biology and linguistics. A few things. Okay, also sie ist kein Medizindoktor, aber dafür Geologie, Physik, Biologie und Linguistik. Sehr schön.
Yes, well, medicine is difficult, especially for a, well, you know. Frumple, sei nett, die hat mehr Doktorabschlüsse als du. Ich nicht. Medizinische besonders für einen, das wissen wir schon. Frumple. Jetzt hat er so wütend gemacht. Oh, don't worry. I'm used to that sort of reaction. Ja, aber du hast trotzdem in die Farbe des hinter der Gardine verwandelt. So. Were you invited here for this great announcement too? Me? Oh, no, I live here. Well, not here in the house, but on the island. I worked, I suppose, for Admiral Gilfrey. Ah, sie hat für Gilfrey gearbeitet und wohnt hier auf der Insel. Strange, the maid didn't mention other stuff. No, she wouldn't. People tend to forget about me. What was the nature of your employment here? Das wollte ich nicht. You Warte know mal, I've wir gehen das nochmal durch. No, Dann nothing. gehe ich da nochmal hin, ihre Were Arbeit. you invited here? Me? Oh, no. Strange, the maid didn't. No, she wouldn't. People tend to forget about me, you see, Mr. Winklebottom. Sometimes I think I might as well just blend into the scenery. Ja, die Leute neigen dazu, sie zu vergessen. Sie könnte genauso gut in der Landschaft verschwinden. Woran das wohl liegt, Mrs. Chameleon? What was the nature of your employment here? You know of Gilfrey's expeditions. I helped him examine the artifacts he brought back. Cataloguing, mostly. But sometimes there'd be something more interesting. Oh, sie hat die Artefakte von Gilfrey, die er von den Expeditionen zurückgebracht hat, katalogisiert und manchmal auch Interessantes. Anything recently? Could that be what he intended to announce? Some big discovery? Ja, vielleicht wollte er irgendein Artefakt hier ankündigen. No, nothing. I'm sure I would have known if there was something like that. I am sorry, Mr. Winklebottom. Okay. Also, sie meint, es gab nichts. Sie ist natürlich auf der verdächtigen Liste. Weil wenn es was zum Ankündigen gab, vielleicht wollte sie den Ruhm für sich alleine haben. What do you know of the other people in the house? Not very much, I'm afraid. I haven't really spoken to anybody. I don't even know the staff all that well. I tried talking to the gardener earlier, but he was in a frightful temper. Okay. Sie kennt das Personal nicht gut und der Gärtner ist schlecht drauf. Wer ist denn der Gärtner? You mentioned the gardener was in a bad mood. Do you know why? Oh, well, he's always kind of grumpy, you know, but he seemed perfectly livid last time I saw him. Thought he was being given the sack, I think. Something about a vegetable patch. You should probably ask him. Okay, er dachte, er würde entlassen werden, der Gärtner. Er ist immer schlecht drauf, aber jetzt besonders. Wir haben irgendwas mit dem Gemüsebeet. Ja, mit dem sollten wir mal reden. Thank you, miss. Kündigung ist natürlich immer ein Grund. Wenn man an die The Anzeige sign next to guckt. this light says, "Warning, do not open pressure valve when pump is powered." Okay, Druckventil nicht öffnen, wenn Pumpe Maybe eingeschaltet just ist. a slight turn, just to see what happens. Vielleicht nur eine kleine Drehung. Mal gucken, was passiert. No, Frumple. Oh, Manu. Now this is interesting. Gilfrey will get out of his pipe network in here. Oh, could you do that? Breathe air, I mean. Ja, hier könnte er raus und könnte er das Luft Oh einatmen. yes, for a short while anyway. For longer periods he'd use a pressure suit. But you see, if we flush out the water, we might be able to get access to the body. Ja, wenn wir, also er konnte für kurze Zeit Luft atmen. Ansonsten Druckanzug. Ja, dann lassen wir das Wasser ab. Then I could carry out an autopsy. Oh, I do like a good autopsy. Oh, sorry, old man. Er freut sich über die Autopsie, sehr schön. Ja, dann drehen wir mal. Let's give this a turn and see if we can't drain the system to get Gilfrey out of there. Wait, we can't do this while the water pumps are turned on. We'd probably flood the house. Or, at the very least, I might get water in me tea. Okay, wir dürfen es nicht machen, solange die Pumpen an sind, weil sonst könnten wir das Haus überfluten oder den Tee verwässern. Das darf ja wohl nicht sein. Okay, das Rohr kann ich wahrscheinlich nicht This öffnen. tube is part of the network of pipe. Ingenious. Ja. Okay. Alles klar. Dachboden war dicht. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal mit dem Gärtner. Oh, das ist der Gärtner.
Der Gärtner ist eine Schnecke. Kein Vogel. I say, Frumple, look, there's an imprint here. Somebody must have dropped something in the wet mud. From the shape, I deduce... Ein Schlüssel im Schlamm. Ein Abdruck. It's very obviously a key. There's no need to act so badly clever about it, you know? Genau, es ist ganz offensichtlich ein Schlüssel. As you say, a key. Ja. Gut, wenn man eine Schnecke ist. Ah, das ist ein Schlüsselabdruck aber nur. Kein echter Schlüssel. Wir können die Butter, die wir geschmolzen haben, vom Herd nehmen, sie reintun, das aushärten lassen und hätten einen Abdruck. Das wird doch besonders hart, wenn wir das andere Zeug, das Harz, noch da mit reinmachen. Bestimmt, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Das ist wahrscheinlich dann für den Dachboden. Aber wir reden erstmal mit dem Gärtner. Hello, my good man. Do you mind? I have work to do. This storm is gonna ruin my plants. Ja, der Sturm wird seine Pflanzen ruinieren. Perhaps you've not yet heard, but I'm afraid your master... Oh, I've heard. And where does that leave me? That's what I want to know. Bloody inconsiderate of him it is. Ja, das ist echt rücksichtslos von ihm, einfach zu sterben, ohne an den armen Gärtner zu denken. Charming fellow, isn't he? Ja, sehr reizend. I wonder if you could help procure me some kind of portable heat source. Könnten Sie mir eine tragbare Wärmequelle beschaffen, ja. Procure a heat source? Look, Mush, if you want to borrow a lamp, just bloody well say so, why don't you? Wenn Sie eine Lampe haben wollen, wenn Sie sich eine Lampe leihen wollen, dann sagen Sie es doch einfach nochmal. Well, if it's not too much trouble. Oh no, that's just fine and dandy. I tell you what, you wait here in the shelter while I go off in the middle of a bloody storm to find you a lamp. Wouldn't want you to go to any bother, like. Er ist sehr sarkastisch. Also er hat keinen Bock, uns eine Lampe zu besorgen. Most gracious of you, I'm sure. Aber den Sarkasmus hat Winklebottom noch nicht gemerkt. Well, here you are then. Do be careful not to burn your bloody hooves on it, won't you? I'm off inside, now that I've battened down the hatches out here. Don't feel you have to follow me, like. Okay, er hat es ernst gemeint, dass er mitten im Sturm losgeht, damit wir uns da nicht irgendwie mit aufhalten müssen. Okay, finde ich gut. Und er hat jetzt wohl alle Latten am Zaun befestigt und er geht wieder rein. Alles klar. Never did like invertebrates. Ich mochte wirbellose Tiere noch nie, ja. Hat er uns wirklich jetzt eine Lampe besorgt? Er hat uns eine Lampe besorgt. Sehr freundlich von ihm. Habe ich nicht mit gerechnet. It's no good, we won't get anywhere in this weather. We'll have to wait until the storm clears up. Okay, wir kommen nicht auf die Insel, bis der Sturm nachlässt. Bedeutet, jetzt kommt der Schlüsselmoment. I say, Frumple, what on earth was that? Oh oh. Some kind of commotion coming from the drawing room, I think. Aus dem Salon Quickly, we must investigate. kommt ja ein Aufruhr. Wir müssen dem nachgehen. Quick, Frumple, to the orangery. Miss Gilfrey is in grave danger. Ja. Miss Gilfrey, alles okay? Miss Gilfrey, what is it? Whatever is the matter? Das ist doch nur der Gärtner und bitte iss ihn nicht. Nacktschnecken. Delikatessen für Enten. Ja, das ist das Problem. Oh, Lord Winklebottom, it was terrible. A simply frightful thing. Was ist denn so furchtbar? I say, steady on. What are you talking about? Ja, wovon redet sie? Out there, Dr. Frumple, out in the dark. It was a creature, a thing. I've never seen such a ghastly sight. Okay, in der Dunkelheit war eine Kreatur, ein Ding. Ich habe noch nie einen so grässlichen Anblick gesehen. Ist draußen ein Mensch rumgelaufen? Das ist jetzt so mein erster Gedanke. Are you sure, Miss Gilfrey? Could it perhaps have been Mr. Walters returning to his boat? It wasn't a person, Lord Winklebottom. It wasn't an animal at all. It was wet and hairless and... Oh, God, that face! I shall never forget it. Okay, es war kein Tier, es war nass und haarlos. Und oh Gott, dieses Gesicht, ich werde es nie vergessen. Ein Gut. Mensch.
Wahrscheinlich, aber ich möchte ihr jetzt nicht zu nahe treten, aber sie ist jetzt auch haarlos. Na, ist ein Vogel. Und ich meine, der Gärtner hat auch keine Haare. Der ist eine Schnecke. What now? Please, try to be calm, Miss Gilfrey. We must investigate. Ja, bitte bleiben Sie ruhig. Wir sehen uns das an. Oh, sirs, thank goodness you're here. He just burst in, soaking wet, ranting and raving about a monster. Oh, er ist reingekommen und hat von einem Monster geredet. Gah! A foul, fearsome beast! Away! Away with you! Poor fellow looks in a bad way. Rumple? Oh, er meint, das Monster soll weggehen. Ja, er ist in einem schlechten Chap Zustand. seems delusional. We should get him into bed for some rest. Came at me out the trees! A malign monster! Ah! 'Tis after me! 'Tis after me! Okay, es kam aus den Bäumen. Ist direkt hinter ihm, es ist hinter ihm her. Looks like he needs a good rest. Ja, der muss sich ausruhen. He can use one of the beds in the servants' quarters. I'm sure Ambrose won't object. Right Yeah. then, Rumple, let's help get him into bed. Bringen As wir long ihn as in I die don't have to get too Dienstquartiere. close, he smells like a blessed brewery. Riecht wie eine Come on Brauerei. then, old chap. Bringen wir ihn mal in die Dienstquartiere. Also hier scheint echt ein Mensch Right, rumzulaufen. we got the fellow settled. Should be right as rain soon. Hoffen wir, dass der bald wieder auf den Beinen ist. As long as the bar guest doesn't come for him. Der Bargast? Wer ist denn das? I say what? Oh, never mind me, sir. Just a silly fancy. Eine dumme Fantasie. Ich habe irgendwie das Gefühl, das nicht. Welches legendäre Moment, um Wesen... aufzuhören. Ja, aber Hutz ist noch nicht da. Ja. Soll mal schneller. Wieso braucht ihr eine halbe Stunde der Dusche? Weiß Es ich gibt nicht. Frauen, die brauchen da kürzer. Also ich brauche auch 20 Minuten. Schätzelein, vergleich jetzt aber mal deine Haarlänge mit meiner und dann die mit seiner. Ja, gut, das stimmt wohl. Du brauchst ja alleine schon 5 Minuten nur für die Haare. Ja, das ist wahr. Ja, jetzt siehst du. Das Leidwesen eines Langhaarhunds. Did you say Barguest? Like the name of this island? His staff Ach, wie schön, die Insel hat seinen eigenen Spukgeist. The Okay. bar guest is a ferocious monster said to roam the island at night. He's part dog, part monster. They say that anybody who sees it will surely die soon after. Okay, der Bargest ist ein wildes Monster, das nachts auf der Insel umherstreift. Halb Hund, halb Monster. Aha. Jeder, der ihn sieht, wird kurz darauf sterben. Sounds like a pretty disagreeable chap, what? As a poppycock, mind you. Ja, klingt nach einem angenehmen Kerl, aber völliger Blödsinn. Well, one last thing, sirs, if it pleases you. In all the commotion, Madame Lavinia has misplaced her crystal ball. Says it's been stolen. Would you believe it? Okay, die hat ihre Kristallkugel verlegt und sagt, die wurde gestohlen. Ja, eventuell wurde sie das. Dashed careless of her. Ja, aber I'll unvorsichtig von ihr. promise to keep an eye out for anything suspicious out here, but maybe you could go and talk to her. Ja, wir gehen und reden mit ihr. Very well, we shall see what the problem is. So viel zu tun hier. So. Ich glaube, der hat eine Kreatur gesehen. Lebt auf der Insel, arbeitet als Forscher für Gilfrey. Scheint wütend auf Gilfrey zu sein. Medium, kannte Wörter. Kommt von der Familie. Anwalt für Sportsboard und Flabbernackle. Kümmert sich um Gilfreys Angelegenheiten. Anscheinend eine berühmte Schauspielerin. Okay. Gut. Gehen wir zurück in den Speisesaal. Ja, die Kristallkugel ist weg. I say, what's happened to your crystal ball? Oh, it's that criminal sat in her chair over there. She's acting like she's oblivious, but look at her bill. She's clearly stolen it. Okay, sie meint, die taube alte Dame hat ihre Kristallkugel in ihrem Schnabel. Aha. Well, that's really not on. I even tried mentioning the Scottish play to shock it out of her, but she's deaf as a post. Er hat sogar das schottische Stück versucht zu erwähnen, um sie zu schockieren.
Macbeth wahrscheinlich. Darf man ja nicht sagen von der Aufführung, bringt Unglück. Ja, sie ist The stocktaub. Scottish play? The Shakespeare play, Macbeth. Oh Wolf, ich bin so froh, dass du diese Mythe I darum think auch Shakespeare kennst. will Das come and freut mich eat them sehr if zu it's even hören. mentioned or something like that. Ja, Macbeth hier. Schauspieler haben schreckliche Angst davor. Sie glauben, Shakespeare kommt und frisst sie, wenn es auch nur erwähnt wird oder so ähnlich. Ja, es soll Unglück bringen. Ja. Shakespeare persönlich wird nicht vorbeikommen und Leute fressen, aber man weiß es nicht. Das liegt, glaube ich, aber, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, dass bei den Erstaufführungen von Macbeth so viel schief gelaufen ist. Dass wirklich Darsteller sich verletzt hatten. Ja, da gab es ja irgendwas mit gebrochenem Bein und irgendwas. Ach Gott, das ist... Naja, soll ja nicht unser Problem sein. Wir bleiben der Bühne fern und tun der Menschheit einen Dienst damit. 1000 Namen sagt auch, welcher Mythos denn? Ja, das Macbeth soll Unglück bringen. Also man darf auch bei Aufführungen von Macbeth vorher den Namen des Stücks nicht erwähnen. Okay, auf Wiedersehen. Thank you for your time. Gut. Aber sie hat tatsächlich was im Schnabel. Wir lassen jetzt mal die Uhr läuten. Vielleicht If I turn hilft's. the hands, I can make the clock chime. Nee, hat sie nicht genug erschreckt. Versuchen wir noch mit dir zu reden. Madam, perhaps you could return the good lady's crystal ball. Ja. Können Sie What's zurückbringen? that? Music hall? Ah, you must be a fan. Sorry, darling. I don't do requests. Nein, wir haben keine Wünsche. Spuck das Ding aus. Daft old bird. Macbeth. The cheek! I do not have bad breath. Nicht Bad Breath. Macbeth. Well, that worked about as well as could be expected. Ah. Thank you for your time, madam. What's that? Ugh. Können wir die Flasche vielleicht als Hörersatz nehmen? No, I don't think this is... A map of the island. Okay, die können wir uns A aber... map of the... Okay, können wir uns nicht angucken. Dame Sigurd is having... Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie ich sie dazu bringen kann, die Kristallkugel auszuspucken. Zwei Dinge, warum unter anderem Macbeth als Unglück gilt. Bei der Uraufführung ist der Knabe verstorben, der Lady Macbeth spielen sollte, was dafür sorgte, dass Shakespeare selber die Rolle übernehmen musste. Und als das Stück in Amsterdam aufgeführt wurde, wurde der Requisitendolch leider mit einem echten verwechselt, was dafür sorgte, dass eine echte Sterbeszene stattfand. Interessant. Nur so zwei. I'm not going to open these, it'll let in a terrible draft. Oh, er Ja, will ja. das Fenster nicht öffnen. Okay, ich weiß noch nicht, wie ich diese Dame hier dazu kriege, dass sie das ausspuckt. Thank you for... What's that? Ugh. Müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Deswegen, glaube- also ich kann nur empfehlen, jeder, der die Möglichkeit hat, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der am Theater hinter den Kulissen gearbeitet hat, tut es. So, wir holen uns jetzt erstmal etwas Saft. Right then, I'll collect a quantity of sap in the empty bottle. Ja, wir brauchen uns noch nicht mal dahin zu bewegen. Ja, Das machen wir mit dem Hals. Das ist besser als jede Greifzange auf Entfernung, ja, wer braucht einen Teleskopentenbügel, wenn er so einen Hals hat? wenn er einen Giraffenhals hat. Hm? So, existiert die Some Butter sap noch oder ist die mittlerweile, Verdampft? Ich glaube, die I ist noch have da. reservations about doing this. Oh. ja, verdampft eher nicht, aber... Er will es aber vielleicht nicht da reinkippen. Vielleicht in wolliger Symbiose mit dem Topf gegangen. Let's pour this sap into the imprint of the key. Yes, that's filled it nicely. Okay. A key-shaped hole filled with sap from a plant. We do live a strange life, Winklebottom. Ja, wir leben ein seltsames Leben.
Okay, das können wir aber noch nicht mitnehmen, weil da müssen wir erst Vielleicht erhitzen. den mit dem Messer Rauskratzen. Ich glaube, wir müssen noch was Heißes I'm dran really not machen. sure what the plan is here. No, sorry. Kommen wir hier noch an irgendwas dran? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht kannst du die Paraffinlampe ja im Ofen erhitzen. Oh, Anzünden. das ist eine gute Idee. I'll just touch the wick to the flame and here we are. The lantern is illuminated. Ah, Docht an die Flamme halten und schon leuchtet die Lampe. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die Paraffinlampe. Vielleicht können wir damit auch den Schlüssel schon genug erhitzen, dass er fest wird. I need to mix in some alkali before heating this. Okay, etwas Lauge untermischen. Wir haben doch Seifchen. Oder irgendwas hatten wir doch. Was ist denn das ganz links bei uns? Die Inselkarte. Okay, also wir brauchen Seife. Wo kriegen wir denn jetzt Seife her? Wir waren doch in einem Bad. Also Seife ist am ehesten im Bad. Sollte man meinen. Aber dieses Bad hat keine Seife. Nur ein Handtuch, das wir nicht mitnehmen dürfen. Zieh mal an der Toilettenkette. Machen wir nochmal. Just a swift pull and the water flushes away. Isn't modern science wonderful? Ich versuche nochmal den Butler zu rufen. Gone. So, wie geht's ihm? Mr. Walters? Yeah, vast and away with you. Okay. Is he drunk again? Ja. A foul beast more terrible than the kraken. Be gone, be gone. I think he might be dreaming. Fella's gone crackers if you ask me. I should never have shot that albatross. Cursed I be. But he knocked over me pint. Okay, also er scheint zu halluzinieren oder zu träumen. Er meint jetzt, er hätte nie auf den Albatros schießen sollen oder ihn erschießen sollen, aber er hat sein Glas umgeschmissen. Seems like he's delusional, or at least I hope he is. Ich hoffe auch, dass er Wahnvorstellungen hat. So, ein Wolf hat zu trinken. Prösterchen. Prost. Trinken ist immer gut. Jupp. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wir haben immer noch diese Kiste mit den Ländern, aber da wissen wir noch nicht mehr. Das sind nur die Bücher. Now, let us have... Just some paper. Not inherently so, but Best way in my opinion. one would hope that you at least glance. Okay, das ist immer noch selber. Oh, die Grammophon-Trompete ist noch einzeln. The gramophone's trumpet. This amplifies the sound from the record. Verstärkt den Klang der Schallplatte, ja. Und eventuell ein gutes Hörgerät. I can't remove this trumpet. It's held in place with a small screw. Ah, mit einer kleinen Schraube festgehalten. Ehrlich jetzt? Nimm das Messer. Ja, Nimm das Messer. This is too big to remove the small screw. so groß. Du gibst es mit der Gartenschere durch. This seems unlikely to be effective. Mit dem This Kleiderbügel. seems unlikely. Wo lag der Brieföffner? Und der war hier hinten im letzten Raum. Glaube ich. Let's take this with us. You must be flummoxed if you think we're going to be in this blasted place long enough for you to start getting correspondence.
Ja, wir werden hier nicht lang genug bleiben, um einen Briefwechsel zu führen, aber wir brauchen den. Wir brauchen den Brieföffner. Raus. Oh. So. Salon. Na, was wohl? This is too big to remove the small screw. Okay, Brieföffner will er auch nicht. Aber eventuell passt das Ding in den Speiseaufzug. This might do the job if I hold the door open with one hoof and try to jam the letter opener in with the other. Ja, mit einem Huf aufhalten, mit dem anderen einklemmen. Yes, I think that's going to keep the door open. Okay, es bleibt offen. Right, with this door held open, I can just about get my head in here. Let's have a look inside, shall we? Ja, mach mal deinen Kopf rein. Damit kommst du in alle Stockwerke. Tatsächlich. Well, that was a tight squeeze. I can't really do much down here, but I can have a look around at least. Kann nicht viel machen, aber kann sich umsehen. Da hat jemand Salz ins Wasser gekippt. Doch, vergiftet. Ja. Looks like there are some bags over yonder, but I can't tell what's inside them. Salz steht ganz... No. kann er nicht sehen. Pumpenschalter, kann ich ihn drücken? Alas, I cannot reach the switch from this undignified position. We'll need to get into the room. Kommt nicht dran. Das Lür. LYE, was da noch rumsteht. This switch seems to be connected to the pump system that drives water through Gilfrey's in-house pipe network. Das könnte unsere Lauge sein. This is a bottle of lye, an alkali used for cleaning. Aha. Die Reinigungslauge. Können wir die mitnehmen? This is a dangerous substance. I don't especially want to pick it up with my mouth, but I suppose I don't really have a choice. Möchte es nicht mit dem Mund aufnehmen, aber hat keine Wahl, richtig. Direkt. This system must feed water into the rest of the house. The taps, Gilfrey's pipe network, the orangery and so on. Alles mit Wasser versorgt. So, jetzt haben wir unsere Lauge für draußen. Ja. Halleluja. Und wir haben herausgefunden, dass alles mit dem Wasser von da unten gespeist ist. Das heißt, wenn wir überprüfen wollen, ob Salzwasser drin ist, können wir einfach in der Orangerie den Schlauch benutzen. Okay. Let's put this alkali into the sap then. Yeah, let me do it. This needs the steady hoof of a surgeon. Genau, da brauchen wir den ruhigen Huf eines Chirurgen. Oh dear, well, it all went in at any rate. Gelirr. Einfach alles reingekippt. Die tollen, ruhigen Hände. Let me try and apply heat from this lamp to the resin mixture, and let's see what happens. Ja, machen wir mal Hitze ran. Oh, can't see anything happening. How boring. Oh, man sieht Bit keine tired, Veränderung. Crumple. Geben wir dem Ganzen Zeit. 2 Can we go Stunden now? I'm später. so bored waiting for this. Oh, ja, eben ist You know, langweilig. Crumple, I rather think we can. Look, the resin is set solid, just like the book said. Ja, es ist stabil Oh geworden. yes, no, never doubted it for a moment. Looks like we now have a copy of the key that was dropped here. Now to find what is the key to. Müssen wir nur herausfinden, wofür der Schlüssel ist. Ja, und ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass Crumple keine Sekunde dran gezweifelt hat, aber egal. So, probieren wir als erstes mal hier die Tür. Maybe this key we made will fit the lock on the cellar door. By Jove, it works. Well done, Winklebottom. Sehr schön, Oh, Kellertür offen. unfortunately it snapped off in the lock. I suppose the resin wasn't really strong enough. Still got the door open anyway. Aber wir haben sie aufgekriegt, aber wahrscheinlich geht diese Tür nie wieder abzuschließen, weil das Ding drin abgebrochen ist. Jetzt können wir uns hier unten aber gut umsehen. I suppose they must keep a few cooking supplies down here too. Nee, das glaube ich nicht, dass sie hier Kochutensilien oder Kochgeräte aufbewahrt haben. Foolish if you ask me. It'll get all damp in this place. Ja, wird alles feucht. This system must feed water into the rest of the house. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl mit dem I Salz. suppose they must keep. Aber andererseits, ein Axolotl ist doch Salzwassertier, oder? Glaube
der Tat nein, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. This switch seems to be connected to the pump system that drives water through Gilfrey's in-house pipe network. Gut, jetzt ist auf jeden Fall die Pumpe aus und wir können die Leiche obduzieren. Während wir das Haus mit der Butter anzünden. Nee, Süßwasser. Ist in der Tat ein Let's give this a turn Süßwassertierchen. and see if we Oh. can't drain the system to get Gilfrey out of there. It's no use. The wheel is completely seized up. We'll need to lubricate it somehow. Aha, es ist völlig verklemmt, wir müssen es irgendwie Better schmieren. be some oil or grease around the place somewhere. Öl oder Fett, ja. Wir haben da so eine Butter auf dem Herd stehen. Alles in der Küche. Problem ist, wie packen wir das Ding an? I can hardly pick this up with my bare hooves. We'll need something to soak it up, I wager. Well, what about your mane? That's a disgust. Vielleicht darf ich ja jetzt das Ding mitnehmen. Vielleicht beschwert sich Frumple ja jetzt nicht mehr, wenn ich das Handtuch haben möchte. This might prove useful. Absolutely not. Why, if you take that, people won't be able to wash their hooves after. Warum nicht, Frumple? Wenn wir ein Stück vom I Klopapier have abschneiden. reservations about doing this. Look at this. Silly beggars have put the toilet roll. You know, between this and... Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. I have res... Ah, This der seems Herr unlikely. Rothund hat es übrigens beide Wege geschafft. Er wartet. He's waiting. Ah. Hat er es geschafft. Jo. Ja. Alles klar. Ich wüsste zwar trotzdem gerne, wie wir die Butter holen, aber das ist etwas, was wir auch nächstes Mal noch machen können. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei allen, die heute zugesehen haben. Ihr lasst jetzt, wenn ihr das Ganze auf YouTube gesehen habt, ein nettes Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Oder beides. Am besten beides. Und wir sehen uns dann alle, wenn es dann nächste Woche weitergeht mit Lord Winklebottom Investigates. Immer donnerstags, auch gerne live. Macht es gut.